Marie Antoinette hatte viele Hofdamen, doch nur einer vertraute sie wirklich, Prinzesse de Lamballe. Sie blieb bei der Königin, als andere längst flohen, und genau diese Freundschaft wurde ihr schließlich zum Verhängnis. Prinzesse de Lamballe wird 1749 in Turin geboren. Sie stammt aus dem Haus Savoyen, einer der ältesten Adelsfamilien Europas. Marie-Thérèse gilt als sanft, höflich und zurückhaltend. Doch über ihr Leben entscheidet nicht sie selbst, sondern die Politik der europäischen Höfe. Mit 17 Jahren erhält ihre Familie einen Heiratsvorschlag aus Frankreich. Der vorgesehene Ehemann, Louis-Alexandre de Bourbon, der Prinz von Lamballe, ein Urenkel von Louis XIV. Und Erbe eines der größten Vermögen Frankreichs. Die Verbindung gilt als politisch wertvoll, doch der junge Prinz besitzt bereits einen schlechten Ruf. Er gilt als verschwenderisch und ausschweifend. Trotzdem wird der Ehe zugestimmt. Im Januar 1767 verlässt Marie-Thérèse ihre Heimat und reist nach Frankreich. Die erste Hochzeitszeremonie findet noch in Turin statt, ohne den Bräutigam selbst, der traditionell vertreten wird. Vor ihrer offiziellen Begegnung geschieht jedoch etwas Unerwartetes. Ein junger Mann erscheint verkleidet als Page und bringt ihr Blumen. Charmant, höflich und aufmerksam. Erst am nächsten Tag erfährt Marie-Thérèse, wer vor ihr stand. Der Prinz von Lamballe selbst. Für einen kurzen Moment scheint alles wie der Beginn einer Liebesgeschichte. Doch der Eindruck hält nicht lange an. Schon wenige Wochen nach der Hochzeit kehrt Louis-Alexandre zu seinem alten Lebensstil zurück. Er verschwindet monatelang, besucht die Geliebte und lässt seine junge Ehefrau allein zurück. Marie-Thérèse erlebt früh, wie einsam das Leben am französischen Hof sein kann. Die Ehe dauert nicht einmal 2 Jahre. Nach nur 17 Monaten stirbt der Prinz von Lamballe, noch jung und schwer krank. Marie-Thérèse versucht, ihn bis zuletzt zu pflegen, doch sie kann ihn nicht retten. Mit 18 Jahren ist sie bereits Witwe. Der Verlust erschüttert sie tief, nicht wegen einer großen Liebesgeschichte, sondern wegen der Enttäuschung und der zerbrochenen Hoffnungen ihres jungen Lebens. Nach seinem Tod denkt sie sogar daran, sich in ein Kloster zurückzuziehen. Nach dem Tod ihres Mannes zieht sich Marie-Thérèse aus dem gesellschaftlichen Leben zurück. Doch ihr Schwiegervater, der Herzog von Penthièvre, bittet sie zu bleiben. Zwischen den beiden entsteht eine enge Verbindung, fast wie zwischen Vater und Tochter. Die junge Witwe unterstützt nun die wohltätigen Projekte des Herzogs und engagiert sich für Arme und Bedürftige. Viele Menschen bewundern die beiden dafür. Der Herzog wird der König der Armen genannt, Marie-Thérèse dagegen der gute Engel von Penthièvre. Während sich Versailles langsam verändert, tritt eine neue Generation junger Adliger in den Vordergrund. Dann trifft eine 14-jährige Erzherzogin aus Österreich in Frankreich ein, Marie Antoinette. Schon bald lernt sie die Prinzesse de Lamballe kennen. Die junge Dauphine sucht vertrauenswürdige Menschen in ihrer Nähe. Und die stille, höfliche Marie-Thérèse scheint dafür ideal zu sein. Zwischen den beiden Frauen entsteht schnell eine enge Freundschaft. Sie verbringen viel Zeit miteinander, schreiben einander Briefe und gelten am Hof bald als beinahe unzertrennlich. Marie Antoinette soll einmal gesagt haben, die Freundschaft der Prinzessin de Lamballe ist der Zauber meines Lebens. Im Mai 1774 stirbt König Louis XV. Marie Antoinette und Louis XVI. Besteigen den französischen Thron. Der Überlieferung nach sollen beide gesagt haben, wir sind viel zu jung, um zu regieren. Als Königin umgibt sich Marie Antoinette nun mit Menschen, denen sie vertraut.
Und niemand steht ihr näher als die Prinzessin de Lamballe. Schon bald ernennt sie ihre Freundin zur Oberhofmeisterin ihres Haushalts, einem der höchsten Ämter am Hof. Die Entscheidung sorgt sofort für Neid und Spannungen. Viele Hofdamen fühlen sich übergangen. Zugleich erhält die Prinzessin ein enormes Gehalt, während Frankreich immer tiefer in finanzielle Probleme gerät. Für ihre Gegner wird sie damit zum Symbol eines verschwenderischen Hoflebens. Doch Marie Antoinette hält weiter an ihrer Freundin fest. Am Hof wird Prinzesse de Lamballe aufmerksam beobachtet. Trotz einzelner Gerüchte gilt sie selbst bei vielen Kritikern als loyal, ehrlich und ungewöhnlich frei von Intrigen. Marie Antoinette vertraut ihr beinahe blind. Während Frankreich immer tiefer in wirtschaftliche Probleme gerät, lebt Versailles weiter in einer Welt aus Festen und Vergnügungen. Im Winter 1776 besuchen die Königin und ihre Freundin prachtvolle Bälle und unternehmen elegante Schlittenfahrten. Eine Hofdame beschreibt die Prinzessin später als eine Rose im Schnee. Die beiden jungen Frauen wirken auf ihre Umgebung beinahe wie Schwestern. So vertraut, so untrennbar, als würden sie ein unsichtbares Band in ihren Händen halten. Mit den Jahren verändert sich die Beziehung jedoch langsam. Marie-Thérèse bleibt ruhig und zurückhaltend, während Marie Antoinette immer stärker das gesellschaftliche Vergnügen sucht. Statt der Prinzessin de Lamballe rückt nun häufiger die lebhafte Herzogin de Polignac an die Seite der Königin. Doch obwohl die beiden Frauen weniger Zeit miteinander verbringen, bleibt ihre innere Verbindung unerschütterlich. Gleichzeitig verändert sich die Stimmung in Frankreich. Wut und Misstrauen gegen Versailles wachsen spürbar. Die ersten revolutionären Stimmen werden laut und auch die Prinzessin de Lamballe gerät zunehmend ins Visier. In Paris verbreiten sich Hetzschriften voller Gerüchte und Anschuldigungen. Darin wird behauptet, sie sei die Geliebte der Königin und verschwende gemeinsam mit ihr das Geld Frankreichs. Die Welt, die Marie Antoinette und Prinzessin de Lamballe kannten, begann nun endgültig zu zerbrechen. Ende der 1780er Jahre verändert sich Frankreich vollkommen. Die Monarchie gerät ins Wanken, die Revolution beginnt und das Land versinkt immer tiefer in Angst, Gewalt und Chaos. Tausende Menschen sterben in den kommenden Jahren durch Hinrichtungen, Aufstände und politische Kämpfe. Für Marie-Thérèse bedeutet diese Zeit einen dramatischen Absturz. Noch wenige Jahre zuvor gehört sie zu den ranghöchsten Frauen Frankreichs. Nun wird genau das lebensgefährlich. Denn die engste Freundin der Königin zu sein, macht sie plötzlich zur Zielscheibe. Während viele Angehörige des Hofes aus Paris fliehen, bleibt die Prinzessin de Lamballe an der Seite von Marie Antoinette. Die königliche Familie lebt inzwischen praktisch unter Hausarrest im Tuileries-Palast. Die Stimmung in Frankreich wird immer bedrohlicher. Marie-Thérèse wohnt in Gemächern direkt neben der Königin und versucht, ihre Freundin so gut wie möglich zu unterstützen. Nur gelegentlich verlässt sie Paris, um ihren alten Schwiegervater, den Herzog von Penthièvre, auf dessen Schloss in Vernon zu besuchen. Während eines Aufenthalts in Vernon bittet Marie Antoinette ihre Freundin schließlich, vorerst nicht nach Paris zurückzukehren. Die Königin fürchtet um ihr Leben. In einem bewegenden Brief schreibt sie: »Kehre wenigstens so spät wie möglich zurück. Dein Herz würde zu tief verwundet werden. Du müsstest zu viele Tränen über mein Unglück vergießen.« Und weiter: »Diese Rasse von Tigern, die das Königreich heimsucht, würde grausame Freude empfinden, wenn sie all das Leid kennen würde, das wir ertragen.« Der Brief zeigt, wie verzweifelt die Lage inzwischen geworden ist.
Trotz allem versucht die königliche Familie noch eine Zeit lang eine Art Normalität aufrechtzuerhalten. Die Prinzessin organisiert weiterhin kleine Veranstaltungen, spielt Karten mit der Königin und versucht Unterstützer für die Monarchie zu gewinnen. Gleichzeitig wird sie immer misstrauischer. Sie versucht herauszufinden, wer dem Königshaus noch treu ist und wer nicht mehr. Viele frühere Freunde haben Frankreich inzwischen verlassen. Auch die Herzogin de Polignac geht ins Exil. Dadurch richtet sich der öffentliche Hass nun immer stärker gegen die Prinzessin de Lamballe. Im Juni 1791 versucht die königliche Familie schließlich aus Paris zu fliehen. Ihr Ziel ist die österreichische Grenze. Doch der Plan scheitert. In Varennes wird die Familie erkannt und zurück nach Paris gebracht. Für die Monarchie ist das ein schwerer Schlag. Viele Franzosen verlieren nun endgültig das Vertrauen in den König. Die Prinzessin de Lamballe war zunächst nicht einmal über den Fluchtplan informiert gewesen. Nach dem Scheitern reist sie rastlos durch Europa und sucht offenbar nach Unterstützung für die königliche Familie. Doch innerlich bleibt sie zerrissen. Soll sie im Ausland helfen oder direkt an der Seite der Königin bleiben? Im Herbst 1791 schreibt Marie Antoinette ihr schließlich einen Brief. Die Prinzessin müsse sich entscheiden, zurückkehren oder ihr Amt niederlegen. Als Marie-Therese den Brief liest, antwortet sie nur: „Ich muss mit ihr leben und sterben." Kurz darauf kehrt sie nach Paris zurück und noch vor ihrer Abreise ordnet sie ihr Testament. Als die Prinzessin de Lamballe die Königin wieder sieht, ist sie erschüttert. Marie Antoinette wirkt gealtert und ausgezehrt. Erschöpfung spiegelt sich in ihren müden Augen wider. Und ihre Haare sollen inzwischen vollständig weiß geworden sein, als hätte die Revolution sie innerhalb weniger Jahre um Jahrzehnte altern lassen. Die königliche Familie lebt nun unter ständiger Beobachtung. Die wenigen verbliebenen Diener müssen sich daran gewöhnen, überwacht zu werden und unter immer strengeren Bedingungen zu leben. Trotzdem führt die Prinzessin de Lamballe weiterhin den Haushalt der Königin im Tuilerien-Palast. Gleichzeitig versucht sie noch immer, Unterstützer für die Monarchie zu gewinnen, doch auch sie selbst gerät zunehmend unter Verdacht. Die Behörden lassen ihre Räume überwachen. Man vermutet, sie arbeitet heimlich gegen die Revolution. Am 20. Juni 1792 eskaliert die Lage endgültig. Ein wütender Mob stürmt den Palast. Während Chaos ausbricht, bleibt die Prinzessin de Lamballe an der Seite der Königin und versucht, sie zu beschützen. Kurz darauf wird die königliche Familie an verschiedene Orte gebracht und schließlich im Tempelgefängnis eingesperrt, in engen, bedrückenden Räumen. Nur eine Woche nach der Gefangenschaft im Tempel werden mehrere Diener und Begleiter von der königlichen Familie getrennt. Marie Antoinette versucht verzweifelt, die Prinzessin de Lamballe bei sich zu behalten. Weinend kniete sie vor ihr und küsste ihre Hände. Doch die Prinzessin wird fortgebracht in das Gefängnis La Force, einen düsteren Ort, beherrscht von Angst und Gewalt. In Paris eskaliert die Revolution immer weiter. Menschenmengen stürmen die Gefängnisse und errichten improvisierte Volksgerichte. Die Gefangenen werden verhört, oft nur für wenige Minuten. Manche dürfen gehen, andere werden direkt den wartenden Menschenmengen übergeben. Diese Tage gehen später als die Septembermassaker in die Geschichte ein. Am 3. September 1792 wird die Prinzessin de Lamballe vor ein solches Tribunal geführt. Andere ehemalige Hofangehörige werden freigelassen, doch für die Prinzessin scheint das Urteil längst festzustehen. Man verhört sie über angebliche Verschwörungen gegen die Revolution, doch sie erklärt, davon nichts zu wissen. Dann verlangt man von ihr einen Eid.
Sie solle Freiheit und Gleichheit schwören und zugleich den Hass auf den König und die Königin. Die Prinzessin antwortet ruhig, sie könne den ersten Teil akzeptieren, den zweiten jedoch nicht, denn das liegt nicht in meinem Herzen. Man fleht sie an, den Eid abzulegen, vielleicht könne ihr Leben noch gerettet werden. Doch sie weigert sich. Stattdessen sagt sie nur, ich habe mein Leben bereits geopfert. Wahrscheinlich hätte sie überleben können, wenn sie ihre Freunde verleugnet hätte. Doch stattdessen führt man sie hinaus auf die Straße, direkt in die Hände der Menge. Die Prinzessin de Lamballe stirbt keinen schnellen Tod. Berichte erzählen, dass sie zunächst schwer verletzt zu Boden stürzt. Danach schlagen und stechen die Menschen immer wieder auf sie ein. Die sanfte und treue Freundin der Königin stirbt schließlich mitten im Chaos der Revolution. Der Körper der Prinzessin de Lamballe wird nie gefunden. Ihr alter Schwiegervater lässt verzweifelt nach ihr suchen, ohne Erfolg. Ein Jahr später stirbt auch Marie Antoinette, von einem Revolutionstribunal zum Tode verurteilt, hingerichtet unter der Guillotine. Marie-Thérèse de Lamballe hätte fliehen können, doch sie entschied sich zu bleiben, an der Seite ihrer Freundin bis zum Ende.